Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal The Giant Football Guy. Heute geht es weiter mit unseren Draft Recaps und wir sind nun bei den Atlanta Falcons angelangt. Zudem habe ich heute versucht, ein bisschen mehr Editing Skills hier reinzubauen. Entsprechend sehen wir auch immer kleine, kurze Ausschnitte von den Interviews. Die findet ihr natürlich alle bei den Falcons auf der YouTube-Seite. Entsprechend, falls ihr da Interesse daran habt, euch die Interviews zu geben, dann findet ihr sie alle da auf jeden Fall. Ähm, Natürlich werde ich über die Interviews drüber quatschen. Wir sehen nur kurze Einblicke der Spieler. Aber lasst uns anfangen und nicht Zeit verschwenden. Der erste Spieler ist Michael Penix Jr., ein 24-jähriger Rookie, der eine Geschichte von saisonbeendenden Verletzungen bei Indiana hinter sich hat und beeindruckende Leistungen während seiner Zeit bei Washington zeigte. Das Offensivsystem der Huskies half, die Deckung für Penix zu vereinfachen, was ihnen ermöglichte, eine höhere Anzahl von mittleren und tiefen Pässen zu werfen. Er spielt mit intelligenter Pocket-Mobilität und einer Bereitschaft, den Ball schnell loszuwerden, was es schwierig macht, ihn zu sacken. Sein Wurfstil ist kompakt und seine Abwurfpunkte sehr niedrig, aber sein herausragendes Spiel gegen Texas zeigte Momente von makelloser Präzision. Er ist ein Pocket-Passer, der 2023 ineffektiv war, wenn Verteidigungen den Druck erhöhten und ihn dazu brachten, sich zu bewegen. Ein Spieler in einem Shotgun-basierenden Spread-Angriff könnte die beste Erfolgschancen bieten. Ein Spiel natürlich, kein Spieler. Doch er muss beweisen, dass er außerhalb der Washington Offense erfolgreich sein kann und auch frei von Verletzungen bleiben kann, logischerweise. Wir haben ihn auch nochmal hier aufgeführt. Ähm, Ich habe das ähnlich gehalten wie in dem Video davor. Stärken und Schwächen habe ich jetzt aber teilweise auch noch dazu geschrieben. Ich gehe da nicht tiefer weiter drauf ein. Es gibt noch weitere Stärken und Schwächen logischerweise. Er erkennt früh den Druck, ja, und schützt sich dann entsprechend beim Snap. Er weicht den Druck auch sehr gut aus und setzt sich sehr gut neu, um seine Plattform zu finden und entsprechend auch sehr gute Bälle zu werfen. Nächster Punkt, er kann mühelos den Ball über 50 Yards werfen. Er zwingt Receiver oft dazu, genau, jetzt kommen wir kurz weiter zu den Schwächen. Er zwingt leider seinen eigenen Receiver oft dazu, den Laufschritt zu brechen. Leider ist seine Leistung und Konsistenz sinken leider sehr drastisch, wenn er gezwungen wird, außerhalb der Pocket zu werfen. Glücklicherweise hat er bei den Falcons natürlich jetzt eine sehr gute O-Line. Entsprechend hoffen die das natürlich entsprechend zu verhindern. Ja, und er erzielte leider nur 20 Touchdowns zu 9 Interceptions in seinen letzten 11 Spielen in der Saison 2023. Aber ich denke, das ist wiederum noch natürlich verkraftbar und ausbaufähig. Er wurde in der ersten Runde gepickt, Pick 8. Und ja, alles in allem ist das, denke ich, der kontroverseste Pick in, im ganzen Draft gewesen. Äh, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gehen wir nun zum nächsten Pick. Ruke Ohoho. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, ich bin mir nicht sicher. Sein Spiel basiert auf einer Hebelwirkung und Explosivität, wobei er 2023 etwas mehr Feinschliff hinzufügte. Ohoho kann sich manchmal zu sehr auf einzelne Duelle konzentrieren und muss sich darauf konzentrieren, den Ball nachzujagen und positive Spielzüge zu machen. Seine Fußschnelligkeit und plötzliche Hände sind im Laufspiel und als Passrusher effektiv, insbesondere wenn er Platz hat, um zu arbeiten. Sein Passrush muss noch verbessert werden, aber gilt als aufstrebendes Talent und zukünftiger Starter. Hinzu kommen noch Informationen, Defensive Lineman, Größe, Gewicht. Er wurde tatsächlich an Runde 2, Pick 35 gepickt, denn die Falcons haben mit den Cardinals getradet. Dafür haben die Falcons ihren eigenen Zweitrunden-Pick, den Nummer 43, aufgegeben und einen Drittrunden-Pick Nummer 79. Ja,
Stärken und Schwächen, weitere Stärken und Schwächen, er greift schnell an, also er greift schnell den Quarterback an, sobald er in die Pocket kommt. An der Edge ist er tatsächlich sehr schnell und hat erfolgreiche, gute Drehbewegungen drauf. Weitere Schwächen wären noch, ja, er wird aufgrund seiner Technik abgedreht und versiegelt und er verfängt sich zu sehr im Kampf mit einzelnen Blockern, anstatt sich zu befreien und einen Spielzug zu machen. Aber auch das ist natürlich alles ausbaufähig. Ich denke, ein sehr guter Zweitrunden-Pick. Gehen wir nur weiter zu Braden Trice. Er hat einen kräftigen Körperbau, aber es fehlt ihm an Schwung als Edge Rusher und er scheitert daran, Tackles im Laufspiel zu blockieren und zu kontrollieren. Er ist besser in dynamischen Fronten geeignet, die es ihm erlauben, sich zu bewegen, aber es könnte ihm an der Athletik und Explosivität fehlen, um seine Leistung aufs nächste Level zu bringen. Trice bemühtes Verhalten und seine Spielstärke geben ihm die Chance, einen anständigen Backup-End in einen 4-3-Defense zu werden. Ja, seine Stärken und Schwächen noch dazu. Erstmal, er wurde in der dritten Runde gepickt, an Pick 74. Seine Stärken zusätzlich sind noch, er hat einen Rush-Motor. Es ermöglicht ihm Sacks durch Zweitbemühungen zu sammeln. Das heißt, wenn er beim ersten Mal ja, schon gut geblockt worden ist, nimmt er nochmal die Kraft in die Hand und bricht da nochmal durch, wenn er es schafft. Ja, er gewinnt an Schwung und entgeht Blöcken, indem er bei Twists nach innen schwenkt. Das wiederum ist natürlich nicht schlecht und hilft ihm dabei auch ja, bei der Zweitbemühung da nochmal durchzukommen. Zusätzliche Schwächen sind, er hat eine schwache Beschleunigung bei der Verfolgung bei langsamen, ja, weitreichenden Läufen. Das ist natürlich nicht ideal, aber in der Regel ist er auch nicht derjenige, der jetzt hoffentlich den Leuten hinterherläuft. Können beim One-Spielen schwierig sein. Und er konzentriert sich zu lange auf den Blocker. Also auch hier Ähnlichkeiten zu unserem Prospect davor. Aber wir werden sehen, es wird sich, denke ich, ganz gut in die Richtung entwickeln können. Ja, mit der nötigen Hilfe, die er ja bekommen wird. Brandon Dorlus ist ein physischer, schwerhändiger Verteidiger, dessen bescheidene Produktivität auf Profiniveau steigen könnte. Dorlus ist ein ziemlich natürlicher Edge-Verteidiger, der stehend oder mit einer Hand am Boden spielen kann. Er zeigt nicht die gewünschten Instinkte oder das Bewusstsein im Laufspiel, besitzt jedoch die Oberkörperkraft, um zukünftig einen kraftvolleren Edge-Setter oder Innenraum-Penetrator zu werden. Er demonstriert beeindruckende Fähigkeiten, sich um Blocker herum zu schlängeln und schnell zu gewinnen, obwohl die Sack-Zahlen dies nicht zeigen. Dorlus passt natürlich als Power End in eine 4-3 oder 3-4 Verteidigung, aber Teams möchten vielleicht, dass er Gewicht zulegt und eine Rolle als vollzeitiger 3-Technik übernimmt. Ja, er wurde an Runde 4, Pick 109 gepickt. Weitere Stärken sind, seine Hände und Füße arbeiten harmonisch zusammen, um Blocker zu umgehen. Er hat starke Wischer und Schläge, um den ersten Schlag des Blockers zu kontern. Und weitere Schwächen sind, dass er beim Rush-Angriff verliert er schnell am Schwung, wenn der erste Zug keinen Zugang verschafft. Und er ist inkonsistent in der Ankertechnik gegen Doppelteams und Downblocks, was ihn dann natürlich entsprechend bei Doppelteams relativ alt aussehen lässt und ja, er dann entsprechend sich da nicht von befreien kann. JD Bertrand ist ein guter Athlet auf der Linebacker-Position und ein ausgezeichneter Führer und Kommunikator. Ihm fehlt die ideale Länge, um Blocker in der Box konsequent zu blockieren und abzuwehren. In der Deckung neigt er oft dazu, in Panik zu geraten und das Trikot zu greifen, anstatt seinen Augen und Füßen zu vertrauen. Bertrand hat eine gute Beschleunigung und zeigt gute Athletik und Endgeschwindigkeit, hat aber eine hohe Rate an verpassten Tackles. Er muss viel besser darin werden, Blocks zu übernehmen oder auszuweichen und seine Winkel und Positionierung zu verbessern, um ein konstanter Tackle zu werden. Er wurde in Runde 5, Pick 143 gepickt. Weitere Stärken sind, dass er durch die ja,
In-Zone-Blockaden siebt und stabilisiert, damit er sich für Cutback-Tackles entsprechend vorbereiten kann. Ja, er bietet sofortige Gelegenheit als Kernspieler in der Special Teams mitzuwirken. Seine weiteren Schwächen sind, dass er ja einen Winkel zum Ballträger erschweren seine Aufgaben und er ist nicht effektiv beim Schlagen und Lösen des Blocks. Ja, kommen wir nun zum nächsten. JC McClellan ist ein geduldiger, kontaktstarker Running Back mit seltenen Anflügen von dynamischen Bewegungsfähigkeiten. Er folgt gerne seinen Blockern, macht einen subtilen Schnitt und nutzt dann seine kräftige Beinbewegung, um mehr Yards zu erzeugen, als eigentlich geblockt wurde. Er zeigt Momente von reiner Geschwindigkeit im freien Raum, wird jedoch nicht viele lange Läufe in der NFL erzielen. Er ist sehr zuverlässig zwischen den Tackles, Ballkontrolle ist ein Plus und er erzielt oft das, was für ihn geblockt wird, ohne Läufe nach außen zu versuchen. Als Läufer mit minimalem Risiko wird der Verteidiger überraschen, wenn er nicht beim ersten oder zweiten Kontakt zu Boden geht. Er hat etwas Empfangsfähigkeit, aber das ist nicht seine Spezialität. Heißt, man kann ihn anwerfen, aber ist jetzt nicht der Knüller, wenn es darum geht. Insgesamt ist McLennan, sein Name wird schwer, ein solider, wenn auch unspektakulärer Läufer. Ich versuche nochmal Jace McClellan. Sorry, für die Leute, die da jetzt hardcore hinter den Namen sind, ich bin da echt schlecht drin. Naja, seine weiteren Stärken sind, dass er auch kommenden Kontakt erkennt und sich entsprechend stabilisieren kann, um den Lauf fortzusetzen. Er hat ein überdurchschnittliches Ausweichvermögen, um potenzielle Tackler aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und ja, weitere Schwäche wäre in dem Fall, er sucht zu sehr nach dem idealen Eintrittspunkt an der Front. Das heißt, ja, er möchte unbedingt diese eine Lücke haben, möchte dadurch und manchmal ist sie einfach schon längst geschlossen, bevor er sich dafür entscheiden kann und dann sieht der Play entsprechend schlecht aus. Das kann man aber durchaus, denke ich, ganz gut raustrainieren und das hoffe ich, wird auch passieren. Er wurde Runde 6 an Pick 168 gepickt, den sie von Arizona bekommen haben. Und wir gehen nun über zum nächsten Prospekt. Der nächste Prospekt ist Casey Washington. Er verfügt über eine gute Hand-Augen-Koordination, die es ihm ermöglicht, am Fangpunkt wettbewerbsfähig zu sein. Er senkt seine Hüften in seinen Routenbreaks, muss jedoch konsistenter daran sein, seine Routen nicht abzurunden. Washington zeigt in der letzten Saison weiche, starke Hände, muss aber durch seine Routen hindurch physischer werden. Seine Fähigkeiten in umkämpften Fangsituationen sind gut, doch seine Routenfähigkeiten und physische Präsenz muss sich verbessern, um um sein volles Potenzial zu erreichen. Er überholt keine Cornerbacks bei tiefen Würfen und verfügt möglicherweise nicht über das Separationstalent, um einen Kaderplatz zu sichern. Er ist ein 6-Runden-Pick 187. Weitere Fähigkeiten, also weitere Stärken sind, er ist ein guter Tackler am Rand, kann den Fang durchbrechen, setzt sich da auch gerne durch. Er hat auf jeden Fall die Größe, Stärke und die Aktivität, um ein solider One-Blocker zu werden. Also weitere Schwächen, er hat nicht sehr viel Produktion, also er hat tatsächlich nur 4 Touchdowns bei 122 Fängen. Und ihnen fehlt es an die notwendige Schnelligkeit, um die Pressdeckung an der Line tatsächlich zu schlagen. Also da wird dann nicht viel Separation kommen. Aber alles in allem ein 6-Runden-Pick, klar, dass sich der noch hoffentlich entwickelt. Kommen wir nur zum nächsten. Sion Luke, der nur ein Jahr als Vollstarter war, ist trotz eines 5-jährigen Aufenthalts an der University of Georgia noch relativ unerfahren. Er besitzt eine gute Größe und Reichweite, jedoch nur eine durchschnittliche Körperzusammensetzung. Luke liest selten frühe Blockbewegungen richtig und befindet sich enttäuschend oft auf der falschen Seite von Verschiebeblöcken, trotz anständiger Anfangsschnelligkeit.
Ja, Luke fehlt es an einem herausragenden Fähigkeiten-Set, das es ihm ermöglichen würde, sich abzuheben. Alles in allem, ja, Runde 6, Pick 197, der letzte Pick von den Falcons. Auch hier, denke ich, ein großes Projekt. Wie ihr ja schon gehört habt, nicht sehr erfahren. Seine Stärken sind, dass er ja, den Kontakt beginnt mit einem anständigen Pad-Level. Er nutzt den Armschwung, um Blocker zu überwinden und die Lücke zu penetrieren. Seine Schwächen jedoch sind, ja, er muss lernen, Blocks zu spüren, um besser zu reagieren. Er muss mehr Druck im Backfield erzeugen. Generell einfach durch seine Stärke und nicht nur, wenn er sich im Weg bahnt, sondern auch tatsächlich, dass er wirklich mal den Tackler komplett mit zum Quarterback schiebt. Das ist alles noch nicht passiert. Wird vielleicht nie passieren, wird man sehen. Ja, abschließend sei gesagt, ist ein Projektpick, ganz klar. Wir reden hier von Runde 6 Pick, also mal sehen, wie sie sich entwickeln werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da oder schreibt in die Kommentare, was ich noch verbessern kann. Wie ihr seht, versuche ich schon das Format etwas, ja, an Qualitativität oder Qualitivität, ihr wisst, was ich meine, zu steigern. Das wird sich natürlich auch entsprechend entwickeln. Also umso mehr Zeit ich in die ja, Sachen hier packe und entsprechend mit der Zeit kriege ich ein Gefühl dafür. Ja, ich hoffe, ihr seht schon entsprechende Verbesserungen. Ja, und sonst lasst gerne Feedback da. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.